Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie befinden sich in der Serie Länderwettkampf der besten Allrounder. Ja, bevor wir hier wirklich durchstarten, hätte ich ganz kurz etwas zu sagen. Heute beim Durchstöbern der Kommentare bei den Videos, wo die Kommentarfunktion aktiviert ist, ist ja nicht bei allen aktiviert, aus gutem Grund, ist mir aufgefallen, dass ich auf einige wirklich toll geschriebene Kommentare noch gar nicht reagiert habe, nicht geantwortet habe. Bitte um Verzeihung. Manchmal wird mir das nicht mitgeteilt von YouTube. Ja, zumeist bekomme ich da eine Mitteilung, neuer Kommentar bei diesem und diesem Video, und ich antworte dann darauf, reagiere darauf. Doch manchmal wird mir das nicht angezeigt und ich komme da zufällig auf dieses Kommentar dann drauf. Ich habe das nachgeholt, also sollten Sie einen Kommentar geschrieben haben unter einem meiner Videos und ich nicht darauf reagiert haben oder den nicht gesehen habe, dann verzeihen Sie mir bitte, das mache ich nicht absichtlich. Das wurde dann einfach zu spät oder überhaupt noch nicht bis jetzt von mir gesehen. Außerdem gibt es ja da auch einige Helden. Sie wissen, wie das heute ist. Hat mit meiner Abneigung der Aktivierung der Kommentarfunktion zu tun. Schauen Sie, erst heute ist mir da ein Kommentar aufgefallen und der ganz elegant unter einem Video der Serie Unsere Hunde, also in einem Video, wo ich die Hunde unserer Zuseher, der Zuseher vorstelle, da schreibt ein ganz intelligenter rein: Köter sind alle scheiße. Ja, vielleicht wollte er ja durch diesen Kommentar berühmt werden. Das wird ihm nicht glücken, denn diesen Kommentar sieht jetzt nur er. Sie können den nicht sehen. Hätte ich den stehen lassen, ja, dann werden Sie zu Recht höchstwahrscheinlich über diese Person drüber gefahren. Ja, meinen Segen hätten Sie, denn der hätte das verdient. Aber was hält man von solchen Menschen? Ja, also mir als erwachsenen Menschen würde das niemals einfallen. Ja, wenn da jemand einen YouTube-Kanal betreibt, wo er, weiß ich nicht, Games bewirbt oder beschreibt oder wo es eben um Games geht, um Spiele geht, mir würde niemals einfallen, dass ich da reinschreibe, Games sind alle scheiße. Und was habe ich davon? Wenn sie für mich scheiße sind, ist das so, ja, aber warum soll ich den YouTube-Betreiber da ärgern oder Leute, die auf dieses Thema stehen, ärgern? Ja, weiß ich nicht. Zumeist sind das Menschen, wir wissen, wie das ist. Ja, schlechte Erziehung genossen, den Intelligenzquotienten eines Kieselsteins und höchstwahrscheinlich bemitleidenswerte Würstchen, die so groß sind mit Hut im realen Leben, und die suchen dann irgendwie, weiß ich nicht, Bestätigung oder ein Erfolgserlebnis und lassen dann solche Kommentare los. Ja. Also sollte sich irgendwo so ein Kommentar in meinen Videos finden, Hunde sind alle scheiße, ja, hast du toll gemacht. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn löschen oder blockieren oder weiß ich nicht. Wenn Sie ihn vor mir sehen, meinen Segen haben Sie, fahren Sie ihn drüber, stutzen Sie diese Leute zurecht, denn ich finde es einfach nur lächerlich. Aber ja, vielleicht erregt das diese Leute, also ganz gesund sind sie geistig sicher nicht. Ja, so viel zum Thema Kommentare. Also wenn ich Ihren noch nicht gesehen habe, verzeihen Sie mir bitte, habe ich das übersehen oder wurde es mir nicht mitgeteilt. So, und jetzt endlich zum heutigen Starter beim Video Länderwettkampf der besten Allrounder. Und heute startet Frankreich. Ja, das ist schon eine mächtige Nation, wenn es um die Tradition von Hunderassen geht. Und ich sage Ihnen was, ich musste hier etwas tricksen, denn ich bin mir nicht sicher, ob Frankreich die Nation ist, das Land ist, welches die meisten Jagdhunde, Laufhunderassen der Welt stellt. Aber ich bin mir fast sicher, dass die Grande Nation das Land ist mit den meisten Jagdhunderassen. England könnte da vielleicht noch stärker sein, ich bin mir nicht sicher, aber fast sicher. Frankreich strotzt vor Vorstehunden, Laufhunden, ja, vor Jagdhunden. Ich könnte hier 20 Jagdhunde, französische Jagdhunde ins Rennen schicken, doch wären die nicht wirklich geeignet, um bei diesem Wettkampf, wo es um die besten Allrounder geht, für Frankreich zu starten. Deswegen sind es 1, 2,
3 Jagdhunde, für die ich mich entschieden habe, welche Frankreich bei diesem Wettbewerb vertreten. Und zwar sind das 3 französische Jagdhunde, mit denen ich persönlich schon zu tun hatte. Mehr oder weniger. Ich bin zumindest schon vor jedem dieser Hunde gestanden. Ja, der Rest ist bunt durcheinander gewürfelt. Finden sich da Schäferhunde dabei, auch Herdenschutzhunde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Starter für Frankreich sind der Bouzereau, ein fantastischer Hund, der speziell dann, wenn er ein kupiertes Ohr vorweist, optisch sehr starke Ähnlichkeit mit dem Dobermann vorweist. Anderes Fellkleid, ja, ein französischer Schäferhund der Spitzenklasse. Der Briard, ein nicht weniger toller Schäferhund, französischer Schäferhund, ein toller Gebrauchshund. Ich arbeitete schon mit einem Briard, wunderschöner Hund. Der Picard, auch das ist ein französischer Schäferhund, mit dem ich mal eine tolle Schutzarbeit ableisten durfte. Picard, ganz toller Hund. Ganz klar, die französische Festung, die Bordeaux-Dogge, der Lieblingsmolosser meines Vaters, der ist da nicht wegzudenken. Der Pyrenäenberghund, einer von 2 Herdenschutzhunde, die Frankreich hier vertreten. Wunderschöner Hund. Ich kannte eine Pyrenäenberghündin recht gut. Der Pudel. Ganz toller Hund. Den gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ich habe mich für den Königspudel entschieden, weil er bei diesen 8 Eigenschaften, die hier bei diesem Wettkampf bewertet werden, am ehesten den besten Allrounder aller Pudel darstellt. Ganz klar. Oh, den Grand Bleu de Gascogne. Ich kann leider kein Französisch, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ein sehr schöner Laufhund, den ich schon öfter auf Ausstellungen gesehen habe. Groß, athletisch, sehr freundlich, wunderschön. Port de Vin, Poit de Vin schreibt man das. Wie gesagt, ich habe meine Schwierigkeiten mit der wunderschönen Sprache Französisch. Ebenfalls ein Laufhund, der Ähnlichkeiten hat mit den Foxhounds. American Foxhound, English Foxhound. Er schlägt in dieselbe Kerbe hinein. Ein toller Hund. Dem Berger des Pyrénées. Ein Herdenschutzhund, Schäferhund, Hybrid möchte ich mal sagen. Kein typischer Herdenschutzhund, kein typischer Schäferhund. Gilt als einer der ältesten Schäferhundetypen Frankreichs. Ein toller, leistungsfähiger Hund. Und der bretonische Spaniel, ebenfalls ein toller Allrounder. Ja, das sind die 10 Hunde, die heute Frankreich vertreten. Und glauben Sie mir das, im ersten Augenblick vielleicht nicht die Hammermannschaft, doch ist sie, ja? Wie Sie gleich sehen werden. Wir starten und beurteilen als erster, wie bei allen anderen Videos auch, die Gesellschaftstauglichkeit. Und hier erreichen die Hunde aus Frankreich 84 von 100 Punkten. Ist nicht die höchste Bewertung bei diesem Wettbewerb, aber auch nicht die niedrigste. Die Mischung ist recht gut, wenn es zur Gesellschaftstauglichkeit kommt. Es sind 2, 3 Hunde dabei, die für etwas Abneigung sorgen könnten bei manchen Leuten, bei zu sensiblen Leuten. Dazu gehört mit Sicherheit die mächtige, beeindruckende Bordeaux-Dogge, gar keine Frage. Doch auch der Pyrenäenberghund aufgrund seiner staatlichen Erscheinung kann für viele Leute etwas zu viel an Optik sein, möchte ich sagen. Gehört aber auch der Bouzereau dazu, ganz besonders dann, wenn er kupiert ist, ja, und herumläuft, als hätte er 2 Hörner am Kopf. Der kann schon etwas kantig aussehen. Doch der Rest, Pudel, Grand Bleu de Gascogne, der Port de Vin, der Pyrenäenschäferhund, der bretonische Spaniel, der Briand, der Picard, das sind eher Hunde, ja, wo man mit positiven Reaktionen rechnen könnte. Deswegen 84 von 100 Punkten bei der Gesellschaftstauglichkeit. Wir kommen zur Trainierbarkeit. Die sieht recht gut aus. Doch wie viele andere können auch die französischen Hunde den deutschen Hunden hier nicht das Wasser reichen. Nein. 74 von 100 Punkten. Es sind alles gut zu trainierende Hunde. Bei den Laufhunden haben wir
dasselbe Problem. Ja, Sie wissen, die Familie der Braken generell. Laufhunde, Jagdhunde. Viele Hunde sind hier dabei, die ein sehr selbstständiges Wesen an den Tag legen, oft stur sein können. Ja, hier macht auch der Grand Blue, der Gascon keine Ausnahme, auch die anderen Laufhunde nicht. Doch es sind sehr gut zu trainierende Hunde dabei. Bousereau, Briard, Picard, Pudel, ja, bretonischer Spaniel. Das sind alles gut zu trainierende Hunde. Beim Pyrenäenberghund müssen wir etwas zurückstecken. Herdenschutzhunde gelten generell nicht als die trainierbarsten Hunde. Auch bei der Bordeaux Dogge ist es eine Sache mal so, mal so. Die Hunde mit dem höchsten Will to Please sind sie sicher nicht. Also, Trainierbarkeit bei den französischen Hunden 74 von 100 Punkten. Die Führigkeit 72 von 100 Punkten. Eine wirklich sehr einfach zu führende Mannschaft ist die französische Mannschaft nicht. Sie haben mit dem Bousereau, Briard, Picard, mit dem bretonischen Spaniel, dem Pyrenäenschäferhund, den Laufhunden, Hunde, die entweder etwas an Sturheit an den Tag legen oder etwas Kanten zeigen können anderen Artgenossen gegenüber. Also zählen sie nicht zu den führigsten Hunden überhaupt. Ähnliches gilt für die Bordeaux Dogge, ein typischer Molosser, der auch schon manchmal etwas grimmig sein kann gegen andere Artgenossen. Pyrenäenberghund, ein Herdenschutzhund, dem liegt die Grimmigkeit anderen fremden Hunden gegenüber im Blut, ist so. Ja, das gehört dazu, das liegt in der Natur der Sache. Also, nicht unbedingt die am leichtesten zu führenden Hunde. Entweder sehr triebig, Pudel etc. oder manchmal etwas stur, die Laufhunde, Grand Blue, Gascon oder etwas gar kantig, die Schäferhunde, Bousereau, Briard, Picard, Pyrenäenschäferhund, Herdenschutzhund, ja. Deswegen eine Punkteanzahl von 72 von 100. Und da schließen wir gleich bei der Verträglichkeit an. Und hier erreichen Sie 69 von 100 Punkten. Ja, schauen Sie, mit den Laufhunden haben Sie generell recht verträgliche Hunde bei der französischen Mannschaft dabei. Das sind Hunde, die oft in der Meute arbeiten. Speziell der Porte-Vent, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Aber auch der Grand Blue, der Gascon. Auch der Pudel zählt nicht zu den unverträglichsten Hunderassen der Welt, das wissen wir. Bretonische Spaniel ist ein recht verträglicher Hund im Normalfall, doch dann wird schon knapp, denn Bousereau, Briard, Picard, Bordeaux Dogge, Pyrenäenberghund, Pyrenäenschäferhund, das sind Hunde, die im Erwachsenenalter schon etwas an Dominanz zeigen können. Ja, das liegt ihnen einfach im Blut, das ist so generell, Sie wissen, Schäferhunde, Herdenschutzhunde, die zeigen öfter Ecken und Kanten, Ellbogen. Deswegen 69 Punkte von 100 bei der Verträglichkeit. Leistungsfähigkeit. Hier erreichen die französischen Hunde starke 77 von 100 Punkten. Schauen Sie, die einzigen, die hier etwas auf die Bremse treten, und das ist nun mal so, ist die Bordeaux Dogge, der Pyrenäenberghund und eventuell der Pyrenäenschäferhund. Während der Pyrenäenschäferhund, aber ganz sicher der Pyrenäenberghund, im Lager der Herdenschutzhunde zu Hause sind, die klar alles starke Hunde sind, ja, aber eher nicht auf Laufen, körperliche Leistungsfähigkeit über lange Zeit und so weiter forciert wurden. Sie wissen, wie Herdenschutzhunde funktionieren. Die nehmen irgendwo einen tollen Platz ein, wo sie alles überblicken können, legen sich zur Ruhe und überblicken alles. Und wenn sie gefragt sind, schlagen sie zu. Ja. Aber wirklich auf Leistungsfähigkeit, ja, auf Größe, auf Kraft, auf Einstellung geistige wurden diese Hunde forciert, aber wirklich auf Leistungsfähigkeit, Stock und Stein, lange Läufe und so weiter, wurden diese Hunde nie forciert. Ja. Bordeaux Dogge, ein Hund, der schon sportlich ist, aber ebenfalls eher im Bereich Power zu Hause ist, weniger im Bereich Beweglichkeit, Explosivität, Ausdauer. Ja? Also das sind Hunde, die diese Eigenschaft ein klein wenig drücken bei den Franzosen. Der Rest allerdings, das sind alles höchst leistungsfähige Hunde. Bousereau, Briard, Picard, Pudel, Grand Blue, der Gascon, Porte-Vent, bretonischer Spaniel, das sind alles Läufer. Das sind Läufer, die sind explosiv, die sind ausdauernd, die sind schnell. Ja, alles in allem bei der Leistung 77 von 100 Punkten. Kategorie Wachhund. Wir haben hier
exzellente Wachhunde dabei und einige Hunde dabei, die nicht als die besten Wachhunde gelten. Ich möchte zuerst die Hunde nennen, bei denen der Wachtrieb eher nebenbei läuft, aufblitzen kann, aber nicht zu ihrer Königsdisziplin gehört. Das ist der bretonische Spaniel, der Poitevin, der Grand Bleu de Gascogne. Beim Pudel wird es knapp. Sie haben teilweise exzellente Wachhunde unter den Pudel, dann wieder weniger gute. Hier kommt es immer auf die Linie an, ja? Aber das habe ich mit einberechnet. Exzellente Wachhunde sind die Schäferhunde, Bousereau, Préat, Picard, der Pyrenäen-Schäferhund, klar, der pure Herdenschutzhund, der Pyrenäen-Berghund, klare Sache, gibt keine besseren Wachhunde. Habe ich wen vergessen? Ja, natürlich, die Bordeaux-Dogge, das ist ein Molosser. 99, wenn nicht 100% aller Molosser. Nun, es gibt ein, zwei Molosser, denen man einen eher weniger guten Wachtrieb nachsagt. Ja, aber ich möchte den Namen nicht nennen. Bordeaux-Dogge ist aber ein typischer Molosser, der einen sehr stark ausgeprägten Wachtrieb besitzt. Ja, also, Eigenschaft Wachhund, 82 von 100 Punkten für die Hunde aus Frankreich. Schutzhund, hier sind sie nicht die stärksten, aber auch nicht die schwächsten. Tolle Schutzhunde sind der Bousereau, Préat, Picard, die Bordeaux-Dogge, der Pyrenäenberghund, der Pyrenäen-Schäferhund. Wobei der Bousereau, der Préat, der Picard und die Bordeaux-Dogge, nehmen wir sie noch dazu, exzellente Schutzhunde sind. Der Pyrenäen-Berghund, der Pyrenäen-Schäferhund, das sind Hunde, die gute Schutzhunde darstellen, aber aufgrund ihrer Einstellung als Herdenschutzhund nicht den optimalen Schutzhund darstellen. Ich habe schon so oft gesagt, weshalb ein Herdenschutzhund zwar ein sehr effektiver Schutzhund ist im Fall der Fälle, aber nicht wirklich ein guter ist, weil sie sehr schwer abzurufen sind beim Thema, wenn es mal knastert. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Der Rest, die Laufhunde, ja, der Königspudel ist ein guter Schutzhund, den habe ich vielleicht vergessen. Ich absolvierte schon mal eine Schutzarbeit mit dem Königspudel. Die Geschichte können Sie sich beim Video über den Königspudel anhören. Das war ein toller Hund, schwarz. Toller Hund. Doch wie gesagt, der Rest, der bretonische Spaniel, die beiden anderen Laufhunde, sind eher keine guten Schutzhunde. Es mag den einen oder anderen Rassevertreter bei diesen Hunden geben, die einen ausgeprägten Schutztrieb vorweisen. Die haben dann auch die körperliche notwendige Substanz dazu, sie zu beschützen. Aber dennoch ist der Schutztrieb eher nicht so stark ausgeprägt beim typischen Rassevertreter dieser Hunde. Deswegen nicht unbedingt die stärkste Punkteanzahl beim Thema Schutzhund, da gibt es schwächere Länder, aber auch nicht die stärkste. Ja, da gibt es stärkere, aber auch nicht die schwächste, weil es schwächere gibt. Also Eigenschaft Schutzhund 67 von 100 Punkten. Letzte Eigenschaft ist der Aktivitätenradius und hier sind sie stark. Hier erreichten sie 87 von 100 Punkten, weil alle Hunde hier recht toll überall dabei sind, bis auf 3. Beim Pyrenäen-Schäferhund, beim Pyrenäen-Berghund und bei der Bordeaux-Dogge ist das Ganze nur bedingt. Die Bordeaux-Dogge ist ein Hund, der ähnlich wie der Mastiff, also wie der Old English Mastiff bei den Engländern oder der Mastino bei den Italienern etwas auf die Bremse steigt, wenn sie ein Wanderer sind. Also wenn sie ein Mensch sind, der gerne wandern geht, sollten sie sich eher fernhalten von Bordeaux-Doggen als ihren Hund. Das ist eher ein Hund, der für andere Aktivitäten da ist als für elendlange Märsche. Verstehen Sie, was ich meine? Wettertechnisch gibt es überhaupt keine Probleme. Weder mit den Jagdhunden, mit den Herdenschutzhunden schon gar nicht und natürlich auch nicht mit den Schäferhunden. Und auch Bordeaux-Doggen sind nicht extrem wetterempfindlich, wenn es um Kälte oder Hitze geht. Ja. Aber wie gesagt, die Bordeaux-Dogge steigt etwas auf die Bremse, wenn es um größere Wanderungen geht. Also hier sind sie etwas gehandicapt mit diesem Hund. Das gilt auch für die Herdenschutzhunde, für den Pyrenäen-Schäferhund und für den Pyrenäen-Berghund. Das sind Hunde, die Sie selten für solche Aktivitäten begeistern können. Das sind eher Hunde, die entspannen immer und überall mit ihnen lieber. Das sind auch Hunde, die sich weniger für Spiel mit dem Ball etc. begeistern lassen. Das sind eher ernstere Hunde, Herdenschutzhunde, ganz speziell der Pyrenäenberghund.
Mag sein, dass beim Pyrenäen-Schäferhund mehr der Schäferhund durchkommt als der Herdenschutzhund, ja. Aber ja, doch sonst, Buser Obrea, Picard, Pudel und die Laufhunde, der Spaniel, die sind immer und überall mit ihnen dabei. Egal bei welcher Action, die sind dabei, die geben mit ihnen Vollgas. Und deswegen 87 von 100 Punkten beim Aktivitätsradius. Jetzt sind wir fertig. Frankreich erreicht bei diesem Wettkampf 612 von 800 Punkten. Das sind 76,5% und belegen somit den 3. Platz hinter Irland. Den 1. Platz verteidigt nach wie vor das unheimlich starke Deutschland. Den 4. Platz hat momentan Schottland inne. Den 5. Platz Italien und den 6. Platz teilen sich England und die USA. Wie gesagt, überrascht mich. Bauchgefühlstechnisch hätte ich die USA an 2. Stelle gehabt. Lauter tolle Hunde dabei. Aber die Tabelle sagt das nun mal aus. Das war jetzt das 7. Land, liebe Zuseher. 7 folgen noch. 14 Länder treten bei diesem Wettkampf an. Und dann haben wir es geschafft. Und das ziehe ich jetzt in einem durch. Denn ich habe es begonnen, jetzt muss ich es auch beenden. Ja, also wie gesagt, Frankreich 612 von 800 Punkten, 76,5% Allrounder-Eignung und somit am 3. Platz bei diesem Wettbewerb. Und das nächste Land, das wir uns ansehen, hier musste ich ebenfalls etwas tricksen mit einer Hunderasse, aber das ist alles legal, ist Belgien. Ja, Sie wissen schon, Mali, Grunendale, Bouvier, richtige Kapazunder, ja, Belgien. Gut. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Am Schluss des Videos blende ich nochmal die Tabelle ein, die schon ziemlich eng wird, aber ich schaffe das schon. Wenn es Sie interessiert, können Sie die Punkte da vergleichen miteinander. Ja, somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage, das war's schon wieder.